Hallo! Hotspots mit einer Scoring-Analyse in QGIS schnell und einfach sichtbar zu machen. Wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen heute. Mein Name ist Andreas Maat und ich bin Leiter der Serviceabteilung der VigoGIS in Wien. Ich habe jetzt hier schon einmal ein QGIS-Projekt vorbereitet. Wir sehen die Postleitzahlengebiete von Österreich. Ich klicke mal in eine Postleitzahl rein, um zu sehen, welche Daten wir hier haben. Zum einen mal, um welche Postleitzahl es sich handelt, die Anzahl der Einwohner in dieser Postleitzahl, die Kaufkraft pro Person und die Frequenzbringerdichte. Das sind hier natürlich Demodaten. Hier könnte man auch die Altersstruktur oder unternehmenseigene Daten hinzufügen. Aber nun interessiert mich konkret, wo in Österreich habe ich sowohl sehr viele Einwohner als auch eine hohe Kaufkraft und eine hohe Frequenzbringerdichte. Um das zu analysieren, haben wir von der VigoGIS extra die Hotspot-Analyse programmiert. Dazu klicke ich hier auf Hotspot-Analyse. Es öffnet sich dieses Fenster. Ich kann nun den Analyse-Layer festlegen, das sind meine Postleitzahlen, den Berechnungsalgorithmus, entweder quantile Klassen oder Normalisierung. Wir bleiben bei den quantilen Klassen. Und nun die Felder, die ich analysieren möchte. Die Anzahl der Einwohner, die Kaufkraft und die Frequenzbringerdichte. Nun kann ich diese Faktoren auch noch unterschiedlich gewichten. Das kann ich mit diesem Schieberegler machen oder ich kann die Gewichtung auch gleich direkt hier eintragen. 75% für die Einwohner, 10% für die Kaufkraft und 15% für die Frequenzbringerdichte. Alles eingestellt, klicke ich auf Analyse. Nun werden im Hintergrund die Daten mit einer Scoring-Analyse miteinander verrechnet und das Ergebnis wird mir hier angezeigt. Ich sehe hier die Hotspots, also jene Gebiete, wo alle drei Faktoren entsprechend hoch vorkommen, hier in dunkelrot visualisiert. So, das war's auch schon. So funktioniert die Hotspot-Analyse in QGIS. Mehr Informationen oder auch Links zu dem Thema Hotspot-Analyse oder Geomarketing im Allgemeinen finden Sie im Text unter diesem Video. Servus!